Entdeckungstour in den Bergen. Lena, schau dir diesen kleinen Mietwagen an. Er ist kompakt. Hoffentlich schaffen wir den Berg. Keine Sorge, der Motor ist stark genug. Hast du die Offline-Karte bereits heruntergeladen? Ja, wir finden den Weg auch ohne Netz. Fahren wir zuerst zum Bergdorf für den Käse. Das ist ein guter Plan für das Mittagessen. Die Straßen sind viel steiler als gedacht. Aber die Aussicht auf das Meer ist spektakulär. Pass in den Kurven auf. Alle fahren schnell. Ich fahre vorsichtig. Wir haben keine Eile. Schau mal, sind das wilde Ziegen am Wegrand? Tatsächlich, ich halte für ein Foto kurz an. Sie sind gar nicht scheu. Eine kommt nah. Wir dürfen sie auf keinen Fall füttern. Schon erledigt. Das Foto ist perfekt geworden. Wir müssen weiter vor der Mittagshitze im Dorf sein. Ich sehe schon die Kirchturmspitze zwischen den Felsen. Wir hier und gehen zu Fuß weiter. Die Luft ist hier oben kühler und frischer. Ein Missgeschick beim Mittagessen. Dieses kleine Restaurant unter Weinreben sieht authentisch aus. Die Speisekarte ist nur auf Spanisch. Wir können unsere Sprach-App benutzen. Queso de Cabra bedeutet wohl Ziegenkäse. Und Pan con Tomate ist Brot mit Tomaten. Bestellen wir eine Platte mit vielen Spezialitäten. Oh nein, Wasser ist über deine weiße Bluse gelaufen. Max, das war meine Lieblingsbluse für den Urlaub. Es tut mir leid, ich war sehr ungeschickt. Jetzt habe ich einen riesigen nassen Fleck. Ich frage den Kellner nach Mineralwasser mit Kohlensäure. Hilft das wirklich gegen Flecken auf Stoff? Ja, meine Mutter hat das immer so gemacht. Der Kellner bringt direkt ein trockenes Tuch. Reibe nicht zu fest. Das macht die Fasern kaputt. Es funktioniert. Der Fleck wird schon blasser. Zur Not kaufen wir dir eine neue Bluse. Die Boutique gegenüber sieht wirklich sehr süß aus. Genieße jetzt den Käse. Er riecht fantastisch. Die Atmosphäre hier oben ist einfach einmalig. Verlaufen im Pinienwald. Der Wanderweg sollte hinter der alten Kapelle beginnen.
Ich sehe nur einen schmalen Pfad im Wald. Das ist der Weg mit dem roten Punkt. Findest du nicht, dass der Wald dichter wird? Vielleicht haben wir die Abzweigung nach links verpasst. Mein Handy zeigt, wir sind abseits des Weges. Gehen wir zurück, bevor es dunkel wird. Es ist erst 5 Uhr. Wir haben Tageslicht. Man verliert im Wald trotzdem leicht die Orientierung. Hörst du das fließende Wasser in der Nähe? Wenn wir dem Bach folgen, kommen wir ins Tal. Das ist logisch. Wasser fließt immer nach unten. Pass auf, die Steine am Ufer sind rutschig. Halte meine Hand für das Gleichgewicht. Da vorne ist die Straße. Wir haben es geschafft. Mein Herz hat schon ein bisschen schneller geklopft. Ein kleines Abenteuer gehört zum Urlaub dazu. Nächstes Mal nehme ich einen Kompass mit. Wir sind am Auto. Ich spüre meine Beine kaum. Ich freue mich auf eine kalte Dusche. Der Abendmarkt in der Küstenstadt. Abends wird die Stadt erst richtig lebendig. Die bunten Lichter am Hafen sind wunderschön. Hier gibt es handgemachten Schmuck und Keramik. Ich suche ein Mitbringsel für meine Mutter. Wie gefällt dir diese blaue Schale mit Zitronen? Sie ist hübsch, könnte aber im Koffer zerbrechen. Wir wickeln sie in unsere Handtücher ein. Gute Idee. Für deinen Bruder kaufen wir Olivenöl. Dort gibt es traditionelle Tänze auf dem Marktplatz. Die Musik ist mitreißend. Alle wirken glücklich. Möchtest du Churros mit heißer Schokolade probieren? Ich bin satt, aber sie riechen verführerisch. Wir teilen eine Tüte, dann ist es nicht zu viel. Sie sind warm und mit viel Zucker. Das ist der perfekte Abschluss für den Tag. Ich liebe es, hier zu sitzen und Leute zu beobachten. Man vergisst fast, welcher Wochentag heute ist. Für uns ist heute einfach nur Urlaubstag. Morgen können wir lange ausschlafen. Das ist der größte Luxus für uns. Ein Gespräch über die Zukunft. Könntest du länger als 2 Wochen hier bleiben? Du meinst hier leben und arbeiten? Vielleicht für ein paar Monate als Digital Nomads. Das klingt toll, aber wir müssen es planen. Viele Leute im Hotel arbeiten von dort aus. Das Internet im Café war heute sehr stabil.
Ich könnte Projekte auf der Terrasse erledigen. Die spanische Kunst würde mich sicher inspirieren. Wir müssten unsere Wohnung zu Hause untervermieten. Das wäre ein großer Schritt für uns beide. Wir könnten unser Spanisch perfektionieren. Man lebt nur einmal. Wir sollten mutiger sein. Sprechen wir nach dem Urlaub über die Finanzen. Ja, wir müssen die monatlichen Kosten kalkulieren. Träumen kostet nichts, aber es fühlt sich real an. Es ist schön, dass wir beide abenteuerlustig sind. Das macht unsere Beziehung so besonders. Ich bin froh über unsere gemeinsame Reise. Wer weiß, wo wir nächstes Jahr sind. Wahrscheinlich sitzen wir hier und lachen darüber. Ein Tag auf dem Katamaran. Heute ist es windig, perfekt für den Bootsausflug. Hoffentlich werde ich auf dem Katamaran nicht seekrank. Das Schiff liegt stabil. Du wirst kaum etwas merken. Die Crew verteilt gerade die Schnorchelausrüstung. Ich wollte schon immer Fische unter Wasser beobachten. Das Wasser hier draußen ist viel dunkler. Wir ankern in einer einsamen Bucht. Das Wasser ist klar. Ich sehe die Felsen. Komm, wir ziehen die Flossen an und springen. Warte, ich muss meine Taucherbrille noch einstellen. Hast du die wasserdichte Hülle für dein Handy? Ja, ich möchte ein Video der Fische machen. Ich habe gerade einen kleinen Tintenfisch gesehen. Wo genau? Ich kann ihn nicht finden. Direkt neben dem großen, grauen Stein dort unten. Oh ja, er verändert sogar seine Farbe. Faszinierend, wie die Natur sich anpassen kann. Mir wird kalt. Ich gehe zurück an Bord. Die Sonne auf dem Deck wärmt dich auf. Es gibt jetzt frisches Obst und kühle Getränke. Planung für den Rest der Woche. Nur noch 4 Tage. Die Zeit rennt davon. Wollen wir die berühmten Tropfsteinhöhlen besichtigen? Ja, aber wir sollten die Tickets online buchen. Gute Idee. Ich mache das heute Abend. Was hältst du von einem Paella-Kochkurs? Toll, dann kochen wir das auch zu Hause. Ein Kurs findet direkt auf einem Bauernhof statt. Das klingt authentisch. Hoffentlich sind Plätze frei. Ich rufe dort morgen früh direkt an. Wir sollten auch einen Tag einfach nur faulenzen. Du hast recht. Kein volles Programm jeden Tag. Ein Tag am Pool mit einem Buch ist Erholung. Dann machen wir das am Donnerstag.
ein Ruhetag. Und Freitagabend gehen wir zur Flamenco-Show. Das wird bestimmt ein sehr schönes Erlebnis. Ich will sehen, wie Sie den Rhythmus halten. Der Urlaub ist bisher wirklich perfekt verlaufen. Absolut. Wir haben so viel Neues gesehen. Ich bin gespannt auf die letzten Tage. Solange wir zusammen sind, wird jeder Tag Erfolg. Besuch der Tropfsteinhöhlen. Hast du die Tickets auf deinem Handy gefunden? Ja, der QR-Code ist bereits griffbereit. Hier drinnen ist es erstaunlich kühl. Ich bin froh über meine Strickjacke. Schau dir diese riesigen Stalaktiten an. Es dauerte Jahrtausende, bis sie so groß waren. Die Beleuchtung erzeugt eine magische Atmosphäre. In der Höhle gibt es einen unterirdischen See. Das Wasser ist spiegelglatt und sehr klar. Die Akustik ist beeindruckend. Man hört jeden Tropfen. Der Reiseleiter sagt, hier finden Konzerte statt. Musik in dieser Umgebung muss unglaublich sein. Wir müssen viele Treppen nach draußen steigen. Das ist gutes Training für unsere Beine. Pass auf, der Gang wird hier sehr niedrig. Danke, ich hätte mich fast gestoßen. Endlich draußen. Die warme Luft schlägt uns entgegen. Die Sonne blendet mich nach der Dunkelheit. Wollen wir kurz auf der Bank sitzen? Gerne. Die Natur unter der Erde ist faszinierend. Der Paella-Kochkurs auf dem Bauernhof. Der Bauernhof liegt versteckt. Die Aussicht ist fantastisch. Die Köchin begrüßt uns schon sehr freundlich. Wir ernten zuerst das frische Gemüse im Garten. Vom Garten direkt in die Pfanne. Sehr frisch. Ich darf das Feuer unter der Pfanne vorbereiten. Ich schneide die Zwiebeln und die Paprika. Welches Gewürz macht die Paella so gelb? Das ist Safran, das teuerste Gewürz der Welt. Man darf nicht zu viel davon nehmen. Die Köchin sagt, den Reis nicht mehr umrühren. Das ist schwer. Normalerweise rühre ich ständig. Ohne Rühren entsteht am Boden eine leckere Kruste. Das Dorf duftet nach Knoblauch und Rosmarin. Jetzt kommt die Brühe dazu. Wir müssen warten. In der Zwischenzeit probieren wir den lokalen Wein. Er schmeckt fruchtig und passt zum Wetter. Die Paella ist fertig.
Sie sieht toll aus. Wir essen gemeinsam an einem langen Tisch. Ich werde dieses Rezept zu Hause nachkochen. Das ist eine schöne Erinnerung an den Nachmittag. Ein kleiner Zwischenfall mit dem Mietwagen. Lena, hast du den Autoschlüssel gesehen? Oh nein, liegt er vielleicht noch im Restaurant? Ich habe überall gesucht. Er ist weg. Schau mal durch das Fenster auf den Beifahrersitz. Ach du Schande, der Schlüssel steckt im Zündschloss. Alle Türen sind verriegelt. Wir kommen nicht rein. Das ist ein Problem. Wir stehen in der Sonne. Wir müssen die Notfallnummer der Autovermietung anrufen. Hoffentlich haben Sie einen Zweitschlüssel in der Nähe. Ein Techniker kommt in einer Stunde zu uns. Das kostet bestimmt eine hohe Gebühr. Ärgerlich. Mach dir keine Vorwürfe, das passiert jedem Mal. Warten wir im Schatten des Cafés dort drüben. Wenigstens haben wir Handys und Geldbeutel dabei. Stell dir vor, alles wäre im Auto. Das wäre eine Katastrophe. So ist es nur Zeit. Der Techniker ist da. Er sieht kompetent aus. Er hat die Tür sofort geöffnet. Ein Profi. Jetzt müssen wir unterschreiben und die Gebühr bezahlen. Hauptsache, wir sind mobil und können zum Hotel. Die Flamenco-Show im Stadtzentrum. Wir sind rechtzeitig. Die Show beginnt sofort. Die Kostüme sind farbfroh und elegant. Die Gitarrenmusik ist unglaublich schnell. Man spürt die Leidenschaft in jeder Bewegung. Der Tänzer stampft hart auf den Boden. Das ist purer Ausdruck von Emotionen. Sie erzählen eine Geschichte ohne Worte. Die Energie im Publikum ist ansteckend. Die Künstler sind erschöpft, aber sie lächeln. Das war ein kulturelles Highlight der Reise. Wollen wir noch einen Sherry trinken? Ja, lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Dieser Sherry kommt direkt aus der Region. Er ist stark und hat ein wunderbares Aroma. Wir unterhalten uns mit einem spanischen Ehepaar. Wir verstehen uns trotz meines schlechten Spanisch. Die Menschen hier sind sehr gastfreundlich. Solche Begegnungen machen das Reisen wertvoll. Morgen ist unser letzter ganzer Tag. Dann sollten wir ihn besonders intensiv genießen. Der letzte Tag am Meer. Wir sind früh aufgestanden für den Sonnenaufgang.
Der Strand ist leer und sehr friedlich. Das Licht ist am frühen Morgen sehr sanft. Ich möchte ein letztes Mal im Meer schwimmen. Das Wasser ist frisch, aber sehr belebend. Morgen sitzen wir schon wieder im Flugzeug. Die Zeit verging fast wie im Traum. Was war dein Lieblingsmoment in diesem Urlaub? Der Abend mit den Delfinen auf dem Katamaran. Für mich war es der lustige Kochkurs. Unsere Fotos werden ein ganzes Album füllen. Ich werde die Wärme und das Licht vermissen. Aber wir haben neue Energie für die Arbeit. Und wir haben Pläne für das nächste Abenteuer. Vielleicht klappt das Arbeiten von hier aus. Wir werden uns über die rechtlichen Dinge informieren. Jetzt legen wir uns auf unsere Liegestühle. Ich höre dem Rauschen der Wellen zu. Das ist die beste Musik der Welt. Ich bin glücklich und dankbar für diese Zeit. Koffer packen und Abschied. Wir haben jetzt viel mehr Sachen im Koffer. Die Souvenirs brauchen wirklich viel Platz. Die Keramikschale ist sicher in Handtücher eingewickelt. Hoffentlich läuft das Olivenöl nicht im Koffer aus. Die Flasche steckt zur Sicherheit in einer Plastiktüte. Hast du die Bordkarten auf dem Handy gespeichert? Ja, der Online-Check-in ist bereits erledigt. Wir müssen morgen um 8 am Flughafen sein. Dann sollten wir heute früh schlafen gehen. Ein letztes Abendessen auf der Terrasse wäre schön. Ich habe einen Tisch am Geländer reserviert. Wir sehen uns noch einmal den Sonnenuntergang an. Es fällt mir schwer, dieses Paradies zu verlassen. Aber nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wir nehmen das spanische Lebensgefühl einfach mit. Mehr Gelassenheit und weniger Stress im Alltag. Das ist ein guter Vorsatz für zu Hause. Ich kontrolliere noch einmal schnell das Badezimmer. Alles leer. Wir sind bereit für die Heimreise. Gute Nacht, Spanien. Bis zum nächsten Mal. Abschied vom Hotel und Rückreise. Sind alle Schubladen im Zimmer wirklich leer? Ja, unter dem Bett lag noch eine Socke. Danke. Gehen wir jetzt zur Rezeption? Der Koffer ist schwer, hoffentlich nicht zu schwer.
Der Taxifahrer wartet bereits vor dem Eingang. Es ist traurig, die Palmen zu verabschieden. Der Taxifahrer hilft uns mit dem Gepäck. Al aeroporto, por favor. Mein letzter spanischer Satz. Die Autobahn zum Flughafen ist heute völlig frei. Ich habe etwas Angst vor der Sicherheitskontrolle. Wir haben mehr als genug Zeit bis zum Abflug. Die Schlange bei der Gepäckaufgabe ist kurz. 21 Kilo. Wir sind genau unter dem Limit. Jetzt trinken wir einen letzten Café con Leche. Ich vermisse jetzt schon die gemütlichen Strandbars. Unser Flug hat leider 10 Minuten Verspätung. Kein Problem, wir können noch Zeitschriften lesen. Ich kaufe noch Wasser für den Flug. Das Boarding beginnt. Stellen wir uns an. Auf Wiedersehen, Spanien. Es war ein unvergesslicher Sommer.